So. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Stream von mir, dem DarkShaderLP, hier auf PlayLikeThat. Heute um genau 18 Uhr startet die Nintendo Switch Nindies Showcase, das die Indie-Games-Vorstellung von Nintendo persönlich. Und ich dachte mir, jetzt wo ich mir die sowieso angucke und gerade hier auch gucke, dass ich hier mal ein kleines Live-Reaction-Video abgeben kann. Ich hoffe, der Sound ist dann akzeptabel. Ich glaube, ich werde hier an dieser Stelle noch ein bisschen höher drehen. Ungefähr so, ja, das sieht gut aus. So, und ich hoffe, diese Einstellung dürfte dann ungefähr passen. Ich habe einen Zuschauer, das freut mich natürlich sehr. Der Stream sieht gut aus. Ich hoffe, die Facecam ist nicht zu groß. Und wenn was mit dem Sound nicht passt, einfach in den Live-Chat reinschauen, dann werde ich mich drum kümmern. Ich habe ja hier den zweiten Bildschirm und der hilft mir hier dabei. Und jetzt dürfte es dann eigentlich bald losgehen. In 13 Minuten. Max, ja, schreibt Hallo. Finde ich cool. Was ich gerne möchte, ist den Stream hier pausieren, der auf YouTube läuft. So, okay. Denn ich habe ja hier auch diese zweite Stream-Dingens offen. Und ja, das sollte eher nicht laufen im Hintergrund und mehr Internet ziehen, dass ich hier den Stream schon flüssig laufen kann. Ich weiß nicht, wie gut mein Internet gerade ist. Ich hoffe... Einen Moment. Mir kommt auch gerade... dass die Video... Okay, warte, das passt. Aber... Ja, okay, Moment, ich bin gleich wieder da. Nicht abschalten. Ja, hi Anna. Ich bin gleich wieder da. Nicht abschalten, ich werde kurz mal was in den Einstellungen ändern und wir sehen uns dann innerhalb... So, da bin ich wieder. Ich habe mal kurz die Qualität runtergedreht auf... Um genau zu sein, 1080p, 30 Frames, weil dieser Stream läuft sowieso nur in 27p und wenn ich da mit 60 FPS streame, ist das eventuell nicht ganz die optimalste Entscheidung. Und so, da bin ich mal gespannt. Ich bin eigentlich, ich weiß nicht, interessiert bin ich bei Nintendo eigentlich hauptsächlich derzeit bei der Switch in die First-Party-Titel, also Legend of Zelda, Mario und alles, was da dazu gehört, vielleicht auch Xenoblade, mal gucken. Aber... mal sehen, was die sonst noch so auf den Tisch zaubern. Und ja, bin ich schon gespannt drauf, ob da denn ein paar gute Titel dabei sein werden, die ich eventuell sogar Let's Play auf Nintendo. Mal gucken. Ja, gut, Stream läuft, sieht gut aus soweit. Das sieht in OBS besser aus als in... Moment mal. Hoppla, mein Mikro. Kann ich jetzt irgendwie noch... Eieiei, die Lampe, die ist eine Katastrophe, ich schwör's euch. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen besser. Ich scheine so schön, so, hey, so zärtlich, ne? Ist natürlich super. Für eine Webcam oder Facecam oder whatever ihr auch das nennen möchtet. Mal gucken. Ich glaube, im Stream passt alles, ne? Gut. Mal sehen, wann es dann losgeht. Und zwar in 10 Minuten. Was mache ich denn noch 10 Minuten lang? Kann ich ja irgendwas gucken, wa? Ich möchte hier jetzt aber auch nicht weg. Ich könnte gerne irgendwelche Fragen von euch beantworten, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Keine Ahnung. Whatever. Was da einfällt. Aber gut, mit 3 Zuschauern da. Ich freue mich erstens, dass ihr da seid. Hallo nochmal an der Stelle. Ja. Ja gut, mal sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Und der Stream wird, glaube ich, auf Englisch übertragen. Müsste ja eigentlich sein, ne? Das ist ja die normale Nintendo-Website. Ich weiß gar nicht, ob das bei Nintendo Österreich gerade auch übertragen wird oder bei Nintendo Deutschland.
Um ehrlich zu sein, das juckt mich gerade gar nicht, weil ich möchte... Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt schon hier und wieso sollte ich denn auch weggehen? Und ja. Die haben gar nicht mehr bei der Switch-Präsentation hier irgendwelche Hintergrundmusik. Geht das hier wirklich um 6 Uhr los? Gestanden ist es doch. Ja, derzeit 15.000 Zuschauer, also hier geht der Chat schon richtig ab. Pokémon, ne. Leute, Pokémon kommt so keins auf die Switch, glaube ich, hat der Präsident von Game Freak, glaube ich, gesagt. Ja, ich glaube. Dass da kein Haupt-Pokémon voraussichtlich gemacht wird, aber jetzt mal ganz ehrlich, auf was sollten sie denn ausweichen? Der 3DS fährt mit Sonne und Mond am Limit. Da geht nicht mehr. Wohin wollt ihr ausweichen? Eigentlich geht nur die Switch, weil die ist ja auch teils Handheld. Und jetzt wurde, glaube ich, auch das erste Spiel schon angekündigt, das nur auf den Touchscreen setzt. Das heißt, das kann gar nicht im TV-Modus betrieben werden. Ist dann wirklich gar nicht so eine schlechte Idee, weil die Hauptspiele werden ja trotzdem, trotz allem so auch im TV-Modus spielbar sein. Aber zusätzlich zu diesen normalen Titeln kommen halt auch nur reine, ich sag jetzt einfach mal Mobile-Spiele. Im Prinzip ist es ja auch so, die halt rein auf den Touchscreen basieren. Und das ist eine ziemlich interessante Eigenschaft, die Nintendo da geht. Denn sie fusionieren es irgendwie so Handheld mit... Spiegel meine Brille? Egal. Nintendo bringt halt jetzt den Handheld-Markt zusammen mit dem Konsolenmarkt. Ja. Also Standard-Konsolenmarkt und irgendwie jetzt mehr oder weniger noch die Handy-Plattform oder Smartphone-Plattform da mit rein, ne? Mit dem Touchscreen-Only-Maps. Was ist da jetzt passiert? Ach Gott. Jetzt hat sich der blöde Stream wieder aktiviert hier. Ja, okay. Ja, mal sehen, was geht denn hier im Chat ab? Ich bin Deutsch, das habe ich gerade gesehen. Bla bla bla, jetzt kommen wieder andere Sprachen. Ja, ich glaube, hier sind wirklich nur Nintendo selbst überträgt diesen Stream. Ansonsten glaube ich wirklich nicht. Ach, guck mal, das wird um 9 Uhr früh übertragen eigentlich. Also nicht bei uns logischerweise. Was ist denn PT-Time noch schnell? Pacific Time, oder? Japan? Ich habe keine Ahnung, ist es Japan? PT-Time? Ich will jetzt nicht nachgucken. Aber es kann durchaus sein. Alter, wie der Chat abgeht. Okay, das kann man auch bei fast 18.000 Zuschauern gleich erwarten. Sind irgendwie schon wenig. Aber ich glaube, die Nindies, das war schon klar, dass da nicht alle kommen. Denn die Nindies interessieren ja auch nicht viele. Und um ehrlich zu sein, ich guck's mir an, wie schon gesagt. Aber ich urteile dann über die Nindies, ob da ein Let's Play kommt oder nicht. Weil Third-Party-Titel sind ja auch so... Ja gut, sind Nindies? Sind Indie-Games Third-Party-Titel schon, oder? Ja, dürfte doch eigentlich sein, ne? Ja. Hier geht der, ja, was? Ich habe es gerade Nintendo gelesen. Diesen Namen sehe ich überall. Der größte deutschsprachige Nintendo-YouTube-Channel ja, im deutschsprachigen Raum. Wenn ihr mich alle unterstützt, dann möchte ich gerne der zweitgrößte werden. Spaß. Ja, ich mache das halt so als Hobby. Beziehungsweise nicht so ganz als Hobby. Ich sehe das schon ein bisschen wichtiger als aber ich spiele das, was ich spielen will, und ihr könnt auch gerne Vorschläge hineinstimmen in die Kommentare oder Live-Chat oder whatever. High of. Was soll das heißen? Dark Return 3000. Ne. Also das Streamen. Also YouTube sagt mir nichts, dass der off ist, falls du das gemeint hast. Oder er hat jetzt gerade den Stream verlassen. Ja, keine Ahnung. Wir haben noch 5 Minuten. Was soll ich denn in 5 Minuten labern zum Geier? Ah, das Best of ist online. Best of Februar. Von mir selbst geschnitten. Der Schnitt ist jetzt natürlich eher amateurhaft, aber ganz ehrlich, ich setze mich dahin, ne? Will ich mal so ein gescheitertes Best of schneiden. Suche mir die Szenen runter, downloade die irgendwie durch die YouTube-Downloader irgendwie die meisten Videos nur in 27p downloaden kann. Warum, weiß ich nicht.
die Videos haben 1080p 60 Frames, 1080p, 1440p 60 Frames. Aber das geht nicht bei allen. Also ich weiß nicht wieso. Und dann wird die Qualität schlechter, die Bitraten immer schlechter und bla bla bla. MP3-Konverter, MP4, ja, keine Ahnung, wird halt immer schlechter und bla, keine Ahnung. Und dann verliert man die Motivation, ne? Denkt man sich so, die Videoqualität ist so schlecht, wieso noch irgendwie einen Schnitt Arbeit reinstecken? Und meistens ist das Beste auch dann eher auch innerhalb von, nicht mal grob geschätzt, jetzt ohne den Download, innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde fertig. Und da kann man schon denken, dass da nicht gerade viel Schnittarbeit da drin steckt. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Könnt ihr euch ja mal gönnen. Was denn ich, Hias und Max, ja, wir sind 3, sind von PlayLikeThat, für die es noch nicht wissen. Wir sind so eine Gruppe wie... Keine Eigenwerbung derzeit. An die Jungs. Ich glaube, ihr wisst, wen ich damit meine. Aber nun zum Vergleich. Alter, das war so geil, als wir damals gestartet haben. Ey, das ist am 2.1. Was zum 2.1. Ich habe keine Ahnung. Gerade hat es geläutet unten. Juckt mich aber nicht. Ich gucke jetzt den Stream. Let me log in the stream. Dürfte interessant werden. So. Der Stream wird auf Englisch sein. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie deutsches Commentary haben wollen, die gucken sofort hier. Ladet eure Freunde ein. Und eure Bekannten, Verwandten. Ich sehe her, Nintendo kriegt sogar ein Like von mir. Den ich nicht geben kann. Okay, jetzt. So, 3 Minuten. Get ready, get steady. So, Nintendo Switch Nindies Showcase. So, mal gucken, wie die das denn hier jetzt aufbereitet haben. Wieso ist die Grafik hier so scheiße auf meinem Bildschirm? In fucking OBS sieht das schöner aus. Na gut, 27p macht sich halt schon bemerkbar. Und irgendwie, glaube ich, ist das Bild auch nicht so 100% 27p. Ich habe hier einen 24 Zoll Monitor, ne? Und da sieht 27p schon ein bisschen weniger. Okay. Let it go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Starten die wieder genau pünktlich auf die Sekunde oder was? Hä? Och man, jetzt hat ja im Titel wieder... Du sollst um Germanisch eine eckige Klammer machen. Hä? Kann ich das nicht? What the fuck? Na jetzt, geht doch. Also. Laber doch keinen Schrott, wenn ich das sage. So. Muss ich das speichern? Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt mal so. Streamt eigentlich, glaube ich, gerade noch mehr? Außer mir? Ich weiß es nicht. But I think... Ja, in einer Minute geht's los. In weniger als einer Minute. Ich mache mich mal bereit. Um das Ganze hier irgendwie mit zu kommentieren und zu genießen. Also, Sound ist eingestellt. So, ja. Ich denke, wir können dann loslegen. Ja, ich glaube, der Sound ist laut genug. Ansonsten einfach melden, habe ich schon gesagt. Ob ich was lauter drehen soll in OBS, kann ich ja noch machen. Ey, die Beleuchtung gefällt mir ganz und gar nicht. Diese Lampe da oben, das ist eine ganz normale Schreibtischlampe, die ist nicht die optimalste Lösung. Was denn eigentlich, wenn ich die ausmache? Ist das besser? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Framerate lässt dann nach, aber das ist, glaube ich, bei dem Stream hier jetzt gerade auch ziemlich schnuppe. Oh, es geht los. Nintendo Switch Showcase. Ja, Matchform Games. Achso, die zeigen jetzt hier die ganzen Trailer. Okay. Steam World Dig 2. Muss man den Einzelteil kennen? Ich weiß es gar nicht. Aha. Ach was? Das hat so einen kleinen Terraria-Style, wa?
Ja, sieht, ja, einen kleinen Terraria-Style hat es schon. Ich mach mal jetzt halt ein bisschen leiser. Dürfte ja noch laut genug sein. Kein Release-Datum. Hey everyone, I'm Damon Baker, Chief Loudmouth of the Publisher and Developer Relations team here at Nintendo of America. What you just witnessed was the world debut of SteamWorld Dig 2, the first of many reveals we have for you today for Nintendo Switch. Grab your pickaxe and dig into this sequel to the award-winning SteamWorld Dig, a platform mining adventure forged in the tradition of exploration-based side-scrollers like Nintendo's own Metroid franchise. The past and the future meet in an old mining town where a lone Steambot searches for a long-lost friend. To accomplish this daunting task, she must team up with an unlikely companion and dig deep, really deep. Adventure awaits this summer when SteamWorld Dig 2 launches on Nintendo Switch. This is a sterling example of what Nintendo Switch was built for. Amazing content that puts smiles on faces. Our teams have been working closely with independent publishers and developers to secure a constant flow of innovative content that showcases the fun of playing games. This is the magic of independent developers. Their efforts help us make Nintendo platforms something special, and we feel privileged to partner with them. It's our mission to prioritize unique and original experiences and curate an amazing lineup of content that will feel perfectly at home on Nintendo Switch. Which brings me to today. Today, you'll see some incredible new games that we've curated from this community and new relationships that we've established with key partners, including a few surprises, starting with our friends from Team 17. Team 17? Das habe ich schon mal gehört. Wie heißt das? Ukulele. Ja. Bei dem Spiel bin ich tatsächlich am Nachdenken, ob ich das wirklich let's playe. Sieht nach einem coolen Spiel aus. Moment. Ich glaube, das hat so... Warte, die haben doch dazu irgendwas schon mal gesagt im Game. Genau, ich glaube, alte Casual-Gamer, die werden solche Spiele mögen, die auch schon auf diesem Prinzip basieren. Ich glaube, Bungie und... Warte, wie heißt denn das? As you just saw, we are excited to officially confirm that the hotly anticipated ukulele is coming to Nintendo Switch with multiplayer. The folks at Playtonic Games have utilized their pedigree in open-world gaming to bring the buddy duo platformer back in style. Fans won't have to wait long, as Yooka-Laylee will be rolling onto Nintendo Switch very soon. But that's not all. Team 17 has a couple more reveals in store for Nintendo Switch owners as well. The first is Overcooked Special Edition, and it's the ultimate arcade-style couch cook-off you didn't know you needed until now. This smash hit local multiplayer favorite will feature all of the content from the base game, plus all of the DLC, in one tasty package for Nintendo Switch players to enjoy. With support for 1 to 4 players and HD Rumble integration, players will be able to feel every chop as they cut through a juicy tomato, or feel the soup sloshing around in the pot as they carry it to the stove. In this case, you absolutely should play with your food. Yep. And later this year, it'll be high time to play Jailbreak once more in the Escapist Danke, 2. This sequel to the hugely popular Prison Escape series is built from the ground up to support drop-in, drop-out co-op for up to 4 players. Imagine you and 3 buddies kicking back, playing in tabletop mode, and enjoying the thrills of escaping prison together anywhere you'd like. The park, the plane, a jail cell, you name it. Now, let's take a journey through the dark with publisher Raw Fury and the tragically misunderstood hero, Ick. Ick is on a journey of his own in the roguelike platformer Goner. He's out to find a gift for his lone whale friend Sally, and as the title implies, it may just be the death of him, which is sort of ironic, considering that death is not only his mentor, but also the source of his powerful abilities.
These mysteries and more await you in the near-death future, so prepare to slay creatures, take down bosses, and of course, rack up combos when the game launches first on Nintendo Switch as a timed exclusive with additional content that's tailor-made for the console. In addition to Goner, Raw Fury is also bringing more content, and it's a perfect fit for the hardware. Up first, a world debut for Nintendo Switch. Dandara is as fast as she is fierce. Her upcoming action game combines 360-degree 2D platforming and fast-paced combat with a touching story and gorgeous art. It's an unexpected mix, but here's something you can expect. The game will launch on Nintendo Switch this summer with exclusive features and functionality, including HD Rumble support. Also ein paar Spiele kann ich mir da durchaus vorstellen, dass man sich die holen kann, you, the ruler, can bring about hope or despair, depending on the choices you make. Will you stand with your people and bravely face the consequences? Grab a friend and find out later this year with the debut of the new co-op mode as seen here for the very first time. Kingdom 2 Crowns will launch later this year. Ja, die How about we Grafik ist take a schon ein look bisschen at some more schwach. great content from our talented indie developers, starting with an exclusive from our pals at Choice Provisions. Ach du Scheiße. So ein Endless Run aber. Da denkst du was halt. Wo man halt immer springen muss. Hallo? Runner Free. 2017 ist aber eine schlechte Commander Video Angabe. is still running strong in Runner 3. The side-scrolling platformer from Choice Provisions will run exclusively on Nintendo Switch this fall. Run and gun. For a lot of players, these words harken back to an entire legacy of excellent action games. And no one knows that legacy better than Inti Creates, who brought us classic franchises like Mega Man and Asia Striker Gunvolt. Now, they've turned their attention to a gaming legend. Say hello once again to Sophia III. It's been a while, but finally a new entry in the Blaster Master series will be released in the form of Blaster Master Zero. Lol. And the same surprising elements that lent the original game its incredible scope are back. Side-scrolling vehicular combat, top-down adventuring, and a huge sci-fi landscape. It's all here on Nintendo Switch. Look forward to a 2-player mode and some surprise cameos when Blaster Master Zero launches exclusively on Nintendo Switch and Nintendo 3DS, March 9th. Alter. Our friends at Zoink Games have really flipped the script with their latest announcement, and they gave me the honors. The puzzling adventure game Flipping Death is coming to Nintendo Switch later this year, and here's the debut trailer. For Penny Dowood, death had a strange flip side. Literally. Welcome to the other side. Well, if you're here, you're most likely dead. But for Penny, there was no rest in peace. A job? But what do I have to do? Oh, you know, the usual. Well, I did once start in kindergarten. From the creators of Sticker to the Man comes a new adventure with Ach an du Scheiße. innovative flip side. Ugh, smells like wet socks in here. Did the ice cream just talk to me? Possess and control the living to help the ghosts with their problems. Got any super glue? Is that Dr. Laser? He wasn't even a good kisser. Die Idee ist ganz geil, aber die Umsetzung von der Grafik. Ach du Scheiße. Also mein Grafikdesign ist es nicht, aber es gibt Leute, die das mögen. Here we are. Ja, Next heftig. up, here are 3 games that all share one thing in common: HD Rumble. It's an immersive feature of the Joy-Con that you'll have to experience to fully appreciate, and this next game will give you a swarm of opportunities. Graceful Explosion Machine really is a gem. This side-scrolling arcade shooter from Vertex Pop has everything its name suggests, although if you play like I do, you may have to work on the graceful part.
And believe it or not, you'll be able to feel those machines explode as you rack up that high score thanks to HD Rumble support on Nintendo Switch. Das That's HD just Rumble, one of das many ist reasons to wirklich... look forward to Graceful Explosion Machine when it April, releases okay. first Aber on HD Nintendo Rumble Switch auf this Nindies April. Games. Fans of Das stealth ist, glaube ich, games wirklich eine are gute always Idee. ready for more, and the developers at Tiny Build are listening. Shift through bullets and master lightning-fast takedowns in an all-new kind of action game, Mr. Shifty, which follows a teleportation-fueled heist as you break into the world's most secure building, floor by floor. HD Rumble will allow you to feel every punch, shot, and crash to fully immerse you in the pulse-pounding gameplay. Don't let this one sneak by when Mr. Shifty launches first on Nintendo Switch. Dieses HD Rumble, das ist, glaube ich, wirklich eine Überzeugung. Developer Für die AEIO Woo, known for their Entwickler. work on Threes and Ridiculous Fishing, make intriguing games that you just can't put down. And their roguelike physics-based game Tumbleseed is no different. When a small seed heads up a mountain to save its home, all hope hangs in the balance, and it's your job to do the balancing. Mastering your seed powers will be crucial for reaching the peak. Avoid the holes and unleash your full potential on the creatures that threaten your world with more than 30 unique upgrades. Tumbleseed will put your strategy and mechanical finesse to the test. Its procedural world is vast and filled with creatures, secrets, and tough choices. Many surprises await you in this one-of-a-kind dual-stick adventure. And the best part? You will actually feel the seeds traversing across your screen with the power of HD Rumble. Tumbleseed launches with Alter, dieses certain on HD Nintendo Rumble war... Das kommt jetzt in jedem Game What are the bestimmt. true glory days of gaming? For some it's today, and for some it's the 8-bit era when I was a kid. Yet still there are others who consider 16-bit the perfect balance. Well, our partners at VBlank have created a wickedly fun Sag mal, celebration ja. of the 16-bit era, and I've got a brand new trailer to prove it. Enjoy. Was ist das? GTA 16-Bit? Ui. Das ist ein typisches Draufgeballer-Spiel. Die sind aber, die machen sogar Spaß. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube nichts für ein Let's Play, aber dennoch. Eine Idee. Genau das sind genau solche Sachen gehören auch zu den Stärken der Switch. Das ist perfekt. Sowas on the go ist perfekt. It looks like the spiritual Das kannst du doch successor nicht auf to einer Retro Xbox City One oder so Rampage is bringen. aiming to be twice as good. I'm talking Ist halt twice so. the action, twice the tude, and twice the bits. You can play Shakedown Hawaii this April when it launches first on Nintendo Switch. Auch Our last 3 games for today are all coming to Nintendo Switch courtesy of Chucklefish Games. We are honored to help showcase their amazing lineup created by talented developers, like this first one from Cardboard Robot Games. Don't let the art style fool you. Pocket Rumble is one deep 2D fighter. Fans of the genre will have a blast discovering its deep combat mechanics, while casual players will be able to join in on the fun with its simplified control scheme. It's the kind of game that makes you want to throw down anywhere, anytime. And on Nintendo Switch, you can do just that. Ich unterstütze sogar den Joy-Con in hand Pro-Controller. for on-the-go competition. The battles get even more intense with the inclusion of HD Rumble. Get hit by a weak attack and it'll feel very different. Kann man die from auch getting lokal rocked by a zusammenspielen? strong. Pocket Rumble promises fierce local multiplayer battles as well as ranked online matches when it launches as a Die kommen eigentlich, console die meisten exclusive for Titel kommen Nintendo wirklich bald, Switch ne, zum this Launch. March. Also on the way this year is a new game that I have the absolute pleasure of announcing. It's called Wargroove, and we've got the debut trailer. Take a look. Jetzt zeig mal her. Aha. Ach, Laber. Das ist so was es bereits für Smartphones gibt. Nur halt, ich sag mal, verbesserte Version von diesen Art von Games. Weil klar, auf einer Konsole sieht das wahrscheinlich alles schöner aus. Für mich persönlich sind diese Spiele eher nichts, ne? Aber sehr viele Leute feiern die ja komplett ab. Und
das ist, glaube ich, wirklich interessant. Naja, World Editor, cool. Das ist aber bestimmt auch, ja, steht auch, glaube ich, schon online. Das heißt, das ist so ein Wettkampf wieder. Wer ist der Beste, mehr oder weniger? Mit Angriffen und so weiter. Look for Wargroove to fulfill your turn-based strategy needs with 1 to 4 player local and online multiplayer later this year. Ja, online And Multiplayer. finally, it's the open-ended country life RPG that folks just won't stop yammering about, Stardew Valley. So many of us players out there have tamed our overgrown farms, explored deep caves, gotten to know the locals, and even fallen in love. But somehow, we're still alone. That's because so far, we haven't played What it the fuck, das ist ja together, eine Mischung but aus not for long. Terraria, We're happy to Sims, announce that Nintendo Switch Farming will be the Simulator. very first console to support the new multiplayer feature. Be on the lookout for more info on Stardew Valley before it launches later this year. Das Sommer. Indie gaming has been a huge part of the Nintendo experience for some time now, and looking forward, there's a ton in store for Nintendo Switch owners, almost too much to fit in this here infographic. Along with previously announced titles like Fast Remix, Shovel Knight Spectre of Torment, Has Been Heroes, Snake Pass, and Binding of Isaac Afterbirth Plus, we've confirmed that many more indie titles are headed to the console. So before you go, here's a quick refresher. Along with exclusives, a lot of these games are launching first on Nintendo Switch, and many of them utilize key features only found on Nintendo Switch, like HD Rumble, flexible local multiplayer, and the ability to take the console experience with you on the go. Make sure to check out the Nintendo eShop on Nintendo Switch for new releases every week starting day one. Thanks again to all of our amazing third-party partners, alle, and die thank sie vorstellen you for wollten. watching. The wait is almost over. Ja, the wait is almost over, ihr sagt es, und ich habe keinen bekommen von Nintendo. Was ich überhaupt bis Freitag. Ja, thank you for watching. Ja, es hat nicht mal 20 Minuten gedauert, also an dieser Stelle Respekt an Nintendo. Das war kurz. Die Vorstellung war ganz okay. Er hat fast ein bisschen zu viel gelabert, oder? Das war halt so schon, ja, bring's durch, 20 Minuten. Da fahren wir durch. Schwör's euch. Aber nee, die Games waren okay, alle, was gezeigt wurden eigentlich. Dieses, Game, wo man zwischen Leben und Tod switcht. Wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, goddammit. Das erinnert mich an Fire Emblem. Was das Problem daran ist, ich habe Fire Emblem noch nie gespielt. Aber naja, gut, ja, ich denke so, dass ich darüber nachdenke, vielleicht 1 oder 2 Games zu holen von den Indie-Games. Die 2 sahen schon ganz interessant aus. Muss ich jetzt nochmal die Namen durchgucken und noch ein paar Infovideos. Aber ich glaube, das dürfte es dann gewesen sein. Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle an alle, die zugesehen haben bei diesem Stream. Gut, wir sehen uns, glaube ich, der nächste Stream dürfte entweder sein, wieder Vanilla Season oder sogar schon die... Ne, gut, zur E3 ist es noch eine Weile. Egal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet ein am Freitag auf PlayLikeThat, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja gut, ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich fürs Zusehen, wie schon gesagt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und